Herzlich willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Vertiefung. Hallo auch von mir. Wir nehmen uns heute Zeit für eine Situation, die Sie sicher kennen. Einkaufen in Deutschland. Genauer gesagt, wenn es um Kleidung und Schuhe geht. Ja, ein alltägliches Thema. Als Basis dienen uns ein paar typische Gesprächssituationen, Dialoge, die zeigen, wie man sich auf Deutsch verständigt, gerade wenn man, so wie Sie vielleicht, auf dem Niveau A2 oder B1 lernt. Mhm. Was wollen wir heute erreichen? Ja, wir wollen die wichtigsten Sätze finden. Genau. Die nützlichsten Wendungen, die typischen Abläufe auch. Damit Sie sich beim nächsten Einkaufsbummel einfach ein Stück sicherer fühlen. Das ist das Ziel. Ganz genau. Wir schauen uns an, wie diese Gespräche oft strukturiert sind und mit welchen, sprachlichen Mitteln man ans Ziel kommt. Sei es das neue Kleid oder die neuen Schuhe. Richtig, der Fokus liegt dabei ganz klar auf der praktischen Anwendbarkeit für Sie im echten Leben sozusagen. Es geht darum, was wirklich funktioniert. Fangen wir doch gleich mal mitten im Geschehen an. Stellen Sie sich vor, Sie betreten ein Modegeschäft, sehen sich um und brauchen vielleicht etwas Hilfe. Ja, Okay, schauen wir uns den ersten Dialog mal genauer an. los geht's. Die erste Szene spielt in einem Modegeschäft. Eine Verkäuferin kommt auf die Kundin Mia zu und fragt den Klassiker. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Mhm. Mia antwortet, ja, gern. Ich suche ein Kleid für eine Party. Was fällt Ihnen an Mias Antwort auf? Ist das typisch? So direkt? Also kann ich Ihnen helfen, ist natürlich die absolute Standarderöffnung im deutschen Einzelhandel. Höflich, direkt, das erwartet man quasi. Mias Antwort ist interessant. Sie ist nicht nur höflich mit Ja, gern, sondern sagt auch sofort klipp und klar, was sie sucht. Ein Kleid. Stimmt. Und noch besser, sie nennt den Anlass für eine Party. Das ist wirklich hilfreich für die Verkäuferin. Es signalisiert sofort, okay, wahrscheinlich kein Alltagskleid, vielleicht etwas Schickeres. Macht Sinn. Diese Direktheit, also gleich zu sagen, was man möchte, wird in Deutschland oft geschätzt. Es spart halt Zeit für beide Seiten. Stimmt, das mit dem Anlass ist ein guter Punkt. Das kennst die Suche ja gleich mit ein. Dann geht es direkt weiter mit den Details. Die Verkäuferin fragt, welche Größe tragen Sie? Klar, die wichtigste Frage fast. Mia weiß Bescheid. Größe 38. Und sie schiebt noch eine Präferenz hinterher. Ich mag helle Farben, vielleicht etwas in Blau oder Grün. Sehr klare Ansagen, finde ich. Absolut essentiell. Die Größe zu nennen, Größe 38, ist natürlich unverzichtbar. Mhm. Und die Farbwünsche, etwas in Blau oder Grün, helfen der Verkäuferin enorm, aus dem riesigen Angebot eine Vorauswahl zu treffen. Sonst sucht man ewig. Genau. Stellen Sie sich vor, Sie müssten sich erst durch alle Farben wühlen. Das zeigt, wie man als Kunde das Gespräch aktiv mitgestalten kann, um schneller ans Ziel zu kommen. Und das sind Formulierungen Größe X, ich mag Farbe XY, die sind ja auf dem A2B1-Niveau gut zu meistern, oder? Absolut. Die sind nicht zu kompliziert. Gut. Die Verkäuferin hat die Infos und macht einen Vorschlag. Hier ist ein schönes blaues Kleid und es ist gerade im Angebot. Das klingt ja erstmal gut. Mhm. Im Angebot. Sie nennt auch direkt den Preis. Es kostet 49 € statt 69 €. Moment mal. Im Angebot, was genau heißt das für mich als Käufer? Ist das dasselbe wie reduziert? Eine sehr wichtige Frage. Ja, im Angebot bedeutet in diesem Kontext dasselbe wie reduziert oder Sonderangebot. Es signalisiert, dass der Preis niedriger ist als normal. Ah, okay. Die Formulierung statt 69 € macht das ja auch ganz transparent. Der alte Preis wird dem neuen
günstigeren Preis gegenübergestellt. Verstehe. Das zu verstehen ist natürlich Gold wert beim Einkaufen. Deutsche Käufer sind ja, bekannt dafür, durchaus preisbewusst zu sein. Da lohnt es sich, auf solche Signalwörter zu achten. Okay, verstanden. Preisnachlass, das hört man gern. Mir will das Kleid natürlich nicht nur aus der Ferne bewundern. Ihre nächste Frage ist ganz praktisch. Wo kann ich es anprobieren? Logisch. Die Antwort kommt prompt. Die Umkleidekabinen sind dort hinten. Und dann, nach dem Anprobieren, hören wir Mias Urteil. Das Kleid passt sehr gut. Ich nehme es. Klingt nach einer schnellen Entscheidung. Und das Nomen, die Umkleidekabine. Die muss man kennen. Das sind Wörter, die man beim Kleiderkauf einfach braucht. Genauso wichtig ist dann die Bewertung. Passt sehr gut. Mhm. Hier hätte sie natürlich auch sagen können, es passt nicht, es ist zu eng, es ist zu weit. Vokabeln, die genauso wichtig sind, wenn es eben nicht auf Anhieb klappt. Stimmt, das kommt ja auch vor. Aber hier passt es und der Satz, ich nehme es, ist dann die klare Kaufabsicht. Da gibt's keine Missverständnisse mehr. Und wie geht's dann weiter? Logisch, es muss bezahlt werden. Genau. Die Kasse ruft. Die Verkäuferin fragt, möchten Sie bar oder mit Karte bezahlen? Mia entscheidet sich, mit Karte bitte. Das sind wahrscheinlich die beiden Hauptoptionen, die man in Deutschland so hat, oder? Gibt es da noch Fallstricke? Nein, das sind tatsächlich die absolut gängigsten Optionen. Bar bedeutet mit Bargeld, Scheinen und Münzen. Klar. Mit Karte meint in der Regel die EC-Karte, heißt jetzt offiziell Girocard, aber viele sagen noch EC-Karte. Oder eben eine Kreditkarte. Ah ja. Diese Frage kommt fast immer am Ende an der Kasse. Es ist also sehr nützlich, wenn Sie wissen, wie Sie zahlen möchten und das auch sagen können. Bar bitte oder mit Karte bitte. Mehr braucht es da meistens nicht. Gut, das war also Mia und ihr erfolgreicher kleiner Kauf. Jetzt wechseln wir die Szene und schauen uns Lukas an. Er braucht Schuhe. Okay, Thema Schuhe. Mhm. Sein Gesprächseinstieg ist ein bisschen anders. Entschuldigung, ich suche Sportschuhe. Er fängt mit Entschuldigung an. Warum das, meinen Sie? Das ist eine interessante kleine Variante. Entschuldigung ist eine sehr höfliche Art, auf sich aufmerksam zu machen. Vielleicht, wenn die Verkäufer gerade beschäftigt sind oder man nicht direkt angesprochen wird. Ah, verstehe. Es signalisiert, hallo, ich hätte eine Frage. Danach kommt aber ähnlich wie bei Mia wieder die klare Ansage, was gesucht wird. Ich suche Sportschuhe. Wieder direkt. Wieder direkt und effizient. Man merkt, im Deutschen kommt man oft gut damit an, schnell zum Punkt zu kommen, natürlich immer höflich eingeleitet. Und auch hier, keine Überraschung, kommt die Frage nach der Größe. Welche Größe haben Sie? Lukas Antwort, Größe 43. Standard. Aber er gibt noch eine ganz wichtige Zusatzinfo, wie ich finde. Ich brauche bequeme Schuhe zum Laufen. Das macht doch einen Riesenunterschied, oder? Absolut. Das ist ein exzellentes Beispiel dafür, wie man die Suche noch weiter präzisieren kann. Es geht nicht nur darum, was er sucht, Sportschuhe, Ja. sondern auch um eine gewünschte Eigenschaft, nämlich bequem und den konkreten Zweck zum Laufen. Genau. Das sagt dem Verkäufer sofort, okay, der braucht keine modischen Sneaker für die Stadt, sondern wahrscheinlich Laufschuhe mit guter Dämpfung. Das vermeidet Missverständnisse und spart Zeit, weil der Verkäufer nicht erst die falschen Modelle zeigt. Und das geht auch mit einfachem Deutsch. Ja, mit einfachen Adjektiven wie bequem und dieser zum plus Verbkonstruktion wie zum Laufen kann man das auch auf A2, B1 Niveau schon sehr gut ausdrücken. Okay. Der Verkäufer versteht und zeigt ihm passende Modelle. Auch mit Preisinfos. Hier sind einige Modelle. Diese sind neu und kosten 79 €. Mhm. Aber die grauen dort sind günstiger, 59 €.
Hier haben wir also gleich einen Vergleich. Neu und teurer gegen günstiger. Genau, und hier sehen wir nützliches Vokabular für den Vergleich. Neu ist klar, günstiger ist der Komparativ von günstig, bedeutet also preiswerter. Das ist eine wichtige Steigerungsform, die man oft hört. Günstig, günstiger. Richtig. Und dann die Wörter diese und dort. Das sind sogenannte Demonstrativpronomen, also Wörter, die auf etwas zeigen. Ah ja, wie Zeigewörter. Genau. Diese für die Schuhe hier in der Nähe, die grauen dort für die, die vielleicht ein Stück weiter wegstehen. Das hilft enorm bei der Orientierung, wenn man über verschiedene Optionen spricht. Ganz praktische Alltagssprache. Lukas will die Schuhe natürlich auch testen. Er fragt, kann ich sie anprobieren? Das kennen wir ja schon von mir. Standardprozedur. Nachdem er sie anhatte, ist seine Reaktion aber noch euphorischer als bei mir. Die passen perfekt. Ich nehme die grauen. Was ist der Unterschied zwischen Mias passt sehr gut und Lukas passend perfekt? Ist das einfach nur stärker? Im Grunde ja. Perfekt ist hier die absolute Höchststufe der Zufriedenheit, es signalisiert, besser geht es nicht, sie sitzen wie angepasst. Okay. Es ist eine stärkere Emotion als sehr gut. Eine kleine Nuance, aber im Gespräch spürbar. Interessant. Interessant ist auch seine Kaufentscheidung. Ich nehme die grauen. Er muss hier präzisieren, die grauen, weil ihm ja mindestens 2 Paar gezeigt wurden. Ah, stimmt. Hätte er nur ein Paar anprobiert, hätte wahrscheinlich „Ich nehme sie" gereicht. Das zeigt, wie die Sprache sich an die Situation anpasst. Stimmt. Gute Beobachtung. Und dann kommt noch diese kleine Frage am Schluss vom Verkäufer, die man auch oft hört. Möchten Sie eine Tüte dazu? Lukas sagt einfach, ja bitte. Das gehört irgendwie dazu, oder? Ja, die Frage nach der Tüte ist ein Klassiker im deutschen Einzelhandel. Auch wenn Plastiktüten heute oft etwas kosten oder man aus Umweltbewusstsein vielleicht lieber eine eigene Tasche dabei hat. Ja, das stimmt. Gehört die Frage immer noch zum Standardprozedere an vielen Kassen. Es ist also gut, sie zu kennen und darauf reagieren zu können, sei es mit „Ja, bitte" oder auch „Nein, danke, ich habe eine Tasche". Ein kleines, aber feines Detail des Einkaufsprozesses. Schauen wir noch kurz auf die Kommentare der beiden nach dem Einkauf. Mia sagt, sie ist froh, das Kleid gefunden zu haben. Verständlich. Und Lukas findet seine neuen Schuhe super bequem und meint, der Preis war auch gut. Die scheinen ja beide richtig happy zu sein. Sieht so aus. Lukas fasst es sogar zusammen mit Einkaufen macht Spaß. Das ist doch ein schöner Abschluss für die beiden Szenarien. Diese Sätze zeigen uns Vokabular, mit dem man Zufriedenheit ausdrücken kann. Froh sein, super bequem finden, der Preis war gut. Ist ja auch wichtig. Ja, das ist ja auch wichtig, nicht nur Wünsche zu äußern, sondern auch mal zu sagen, wenn man mit dem Ergebnis zufrieden ist. Das rundet die positive Erfahrung ab. Und ja, der Smiley in der Quelle unterstreicht das Gefühl natürlich nochmal extra. Ein positives Einkaufserlebnis kann ja wirklich die Stimmung heben. Absolut. Und wenn man sich sprachlich sicher fühlt, trägt das sicher auch dazu bei. Okay, das bringt uns zu einem wichtigen Punkt. Lassen Sie uns die nützlichsten Sätze und Strukturen, die wir jetzt in den Dialogen gesehen haben und die auch in unseren Quellen hervorgehoben wurden, nochmal bündeln. Ja, gerne. Eine kleine Zusammenfassung. Was sind die absoluten Must-Haves für Sie als Lernende? Fangen wir mal vorne an. Wie sage ich, was ich will? Der Schlüssel ist der Satzanfang „Ich suche" und dann nennen Sie das Produkt. Ein Kleid, eine Hose, Schuhe, einen Pullover und so weiter. Okay. Das ist der Startpunkt, um das Gespräch in die gewünschte Richtung zu lenken. Ganz direkt und klar. Okay, ich suche. Und dann kommt ja fast unweigerlich die Frage nach der Größe.
Wie war die nochmal? Die Verkäuferin wird wahrscheinlich fragen, welche Größe haben Sie? Oder welche Größe tragen Sie? Das ist bei Kleidung üblicher. Ah, okay. Ihre Antwort ist dann ganz einfach. Größe und die Zahl. Also Größe 38, Größe 43, Größe M. Das ist wirklich eine Kerninformation, die Sie parat haben sollten. Klar. Ohne Größe geht's nicht. Was ist mit der Farbe? In den Dialogen kam die Frage, in welcher Farbe, nicht direkt vor. Aber Mia hat ja ihre Vorliebe genannt. Ist das trotzdem eine wichtige Frage, die man kennen sollte? Auf jeden Fall. Die Frage, in welcher Farbe möchten Sie das, ist sehr häufig. Und umgekehrt können Sie natürlich auch selbst sagen, ich suche etwas in Rot oder haben Sie das auch in Schwarz? Macht Sinn. Farbe ist ja bei Kleidung und oft auch bei Schuhen ein entscheidendes Kriterium. Also ja, wichtig. Gut, also Farbe merken. Dann der nächste Schritt, das Teil gefällt, man will es anprobieren. Der Satz dafür. Der ist kurz und knackig. Kann ich das anprobieren? Einfach. Ja. Wenn es mehrere Teile sind, also plural, wie bei Schulen, kann ich sie anprobieren? Dieser Satz öffnet die Tür zur Umkleidekabine oder zum Probierspiegel. Unverzichtbar. Und nach dem Anprobieren muss man ja sagen, ob's passt oder nicht. Wir hatten die positiven Beispiele, das passt gut. Oder sogar, die passen perfekt. Aber was sage ich, wenn es eben nicht passt? Die Quellen nannten da ja auch was. Genau, das ist mindestens genauso wichtig. Sie müssen sagen können, das ist zu klein. Okay. Oder das ist zu groß. Auch das ist zu eng oder das ist zu weit. Ah, eng und weit auch noch. Ja, diese Sätze signalisieren, das war leider nichts, wir brauchen eine andere Größe oder ein anderes Modell. Ehrliches Feedback ist hier wichtig. Stimmt, sonst bringt die Verkäuferin immer wieder das Falsche. Und wenn der Preis nicht am Schild steht oder nicht genannt wurde, wie frage ich danach? Die einfachste und direkteste Frage ist, wie viel kostet das? Mhm. Oder bei mehreren Dingen, wie viel kosten die? Eine absolute Basisfunktion beim Einkaufen. Manchmal steht der Preis auch dran. Aber wenn nicht, ist diese Frage Ihr Werkzeug. Okay, wie viel kostet das? Und wenn ich mich dann entschieden habe und an der Kasse stehe, das Bezahlen. Die Optionen waren bar oder mit Karte. Wie sage ich das nochmal genau? Sie können einfach sagen, ich zahle bar oder ich zahle mit Karte. Mhm. Oder auf die Frage bar oder mit Karte antworten Sie eben bar bitte oder mit Karte bitte. Kurz und präzise. Und zu guter Letzt diese Sache mit den Angeboten. Woran erkenne ich die sprachlich? Achten Sie auf Formulierungen wie das ist im Angebot, das ist reduziert oder das ist ein Sonderangebot. Wenn Sie das hören oder lesen, wissen Sie, hier gibt es einen Preisvorteil. Gut zu wissen. Das ist immer gut zu wissen. Ja. Super, das ist doch eine gute Sammlung an Werkzeugen, wenn ich das so sehe. Bedarf äußern, Größe und Farbe klären, anprobieren, Passform bewerten, Preis checken und bezahlen. Genau. Das sind die Stationen und für jede gibt es passende, relativ einfache Sätze. Ganz genau. Und wenn wir das jetzt mal einordnen, diese Bausteine, diese Sätze und Fragen ermöglichen es Ihnen auch mit A2, B1-Kenntnissen aktiv an einem Einkaufsgespräch teilzunehmen. Man ist nicht nur passiv. Richtig. Sie müssen nicht nur nicken und hoffen, dass alles passt. Sie können Wünsche äußern, Nachfragen bewerten. Das gibt Ihnen Kontrolle über die Situation. Ja. Vielleicht eine Frage direkt an Sie, die gerade zuhören. Welcher von diesen Sätzen oder Schritten erscheint Ihnen persönlich im Moment am wichtigsten oder vielleicht am schwierigsten? Das ist oft individuell sehr verschieden.
Guter Punkt. Also, was ziehen wir daraus? Für mich zeigen diese Beispiele vor allem eins: Man braucht keine komplizierten Satzkonstruktionen oder einen riesigen Wortschatz, um in Deutschland erfolgreich Kleidung oder Schuhe zu kaufen. Nein, wirklich nicht. Mit klaren, relativ einfachen Sätzen, wie sie eben typisch für das A2 und B1-Niveau sind, kommt man oft sehr weit. Wichtig scheint mir zu sein, die typischen Abläufe zu kennen. Was kommt wann Genau, die Reihenfolge. und dafür die passenden sprachlichen Werkzeuge parat zu haben. Das sehe ich auch so. Es geht in solchen Alltagssituationen oft weniger um grammatikalische Perfektion bis ins letzte Detail, sondern um funktionale Kommunikation. Hauptsache, man versteht sich. Genau. Werde ich verstanden? Verstehe ich, was die andere Person sagt oder fragt? Diese Dialoge sind schöne Beispiele dafür, wie das auf dem A2-B1-Niveau funktionieren kann. Und das ist doch ermutigend, oder? Wenn man merkt, hey, ich kann das. Ich kann in einem Geschäft auf Deutsch klarkommen. Das baut Selbstvertrauen auf. Wir hoffen jedenfalls sehr, dass diese kleine Analyse der Einkaufsdialoge für Sie hilfreich war und Ihnen vielleicht ein paar nützliche Anregungen gegeben hat. Das hoffen wir. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und ja, vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß bei Ihrem nächsten Einkaufsbummel in Deutschland. Und bevor wir uns verabschieden, noch ein kleiner Gedanke zum Weiterdenken, der sich aus unseren Beispielen ergibt. Die Situationen von Mia und Lukas endeten ja beide positiv, mit einem Kauf und zufriedenen Kunden. Ja, alles glatt gegangen. Aber das ist ja nicht immer so im echten Leben. Das wirft doch eine interessante Frage auf. Was sagen Sie, wenn Ihnen mehrere Sachen gezeigt wurden, aber nichts wirklich passt oder gefällt? Wie lehnen Sie höflich ab? Oh ja, das ist wichtig. Oder was, wenn Sie etwas gekauft haben, nach Hause kommen und merken, es passt doch nicht oder gefällt nicht mehr? Welche Sätze brauchen Sie dann für eine Rückgabe oder einen Umtausch? Stimmt, Umtausch. Das sind ja auch ganz realistische Szenarien. Darüber nachzudenken, welche sprachlichen Mittel man dafür bräuchte, das könnte eine spannende nächste Stufe sein. Ein gutes Thema für eine nächste Runde vielleicht. Wer weiß. Für heute war's das aber. Machen Sie es gut. Tschüss.